In Kürze stehen schon die ersten größeren Wettkämpfe der Strongman-Saison 2024 vor der Tür. Und zu diesen wird es natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Videos meinerseits geben, natürlich in erster Linie Prognosen. Aber bevor wir uns diesen neuen Wettkämpfen widmen, würde ich erstmal gerne ein wenig unter die Lupe nehmen und Revue passieren lassen, wie gut meine Einschätzungen und Prognosen zu den Wettkämpfen des Jahres 2023 gealtert sind. Und das möchte ich so, nennen wir es mal, wissenschaftlich wie möglich angehen. Ich habe mir hier ein kleines System ausgedacht, um meine Fehlerquote herauszuarbeiten. Und zwar, ihr kennt es ja bestimmt, ich gebe euch dann am Ende jedes Videos eine Top 5. Und ich werde es jetzt in diesem Video so machen, dass es für jeden Athleten, der an irgendeiner Stelle in den Top 5 genannt ist, also der richtig genannt wurde, dass es dann 10 Punkte gibt. Und für jeden Athleten, der an der genau richtigen Stelle genannt wurde, dann nochmal 10 Punkte. Das heißt, im Optimalfall käme ich dann auf insgesamt 100 Punkte. Und wenn ihr das System jetzt noch nicht verstanden habt, keine Sorge, ihr werdet es gleich verstehen, sobald das erste Beispiel hier um die Ecke kommt. Mein erstes Video wurde im Juli 2023 veröffentlicht und da ging es um den ersten internationalen Giants Live-Wettkampf des Jahres, der Strongman Classic in London. Die Top 3 stand mehr oder weniger von vornherein fest. Es ging nur noch darum, wie jetzt genau in welcher Reihenfolge die Athleten landen würden. Ich hatte gesagt, Mitch Hooper auf der 1, Evan Singleton auf der 2, Tom Stoltman auf der 3. Letztendlich ist es dann doch ein wenig anders gekommen, denn obwohl Mitch Hooper einen quasi perfekten Start hatte nach 3 Disziplinen, hat er dann in der Viking Press nur ziemlich mittelmäßig performt und hat dann bei den Stones den Wettkampf schlussendlich komplett verloren gegen Evan auf der 1 und dann Tom auf der 2. Mein Platz 4 war korrekt mit Trey Mitchell, nur auf der 5, erst mit Pavlo Nakonechny und dann später mit Pavlo Kordiaka, als sich Nakonechny zurückgezogen hatte. Mit der Top 5 hatte ich mich ein bisschen verkalkuliert. Das war einer von Pavlos schwächeren Wettkämpfen der ganzen Saison. Stattdessen konnte sich Eddie Williams behaupten mit einem starken 5. Platz. Ich würde sogar sagen, dass das der bisher beste Wettkampf seiner ganzen Karriere war. Also insgesamt bekomme ich hier 10 Punkte für die Erwähnung von Mitch, Evan, Tom und Trey und dann nochmal 10 Punkte, weil ich Trey auf die genau richtige Position gesetzt habe. Das bringt mich insgesamt auf 50 Punkte. Aber ich habe mir hier das Ziel gesetzt von 60 Punkten und jedes Mal, wenn ich diese 60 Punkte nicht erreiche, dann werde ich am Ende dieses Videos als quasi Bestrafung eine Wiederholung in einer Disziplin absolvieren müssen, die ich in Kürze bekannt geben werde. Also seid gespannt und schaut euch bitte das Video komplett an. Weiter ging es mit dem ersten Wettkampf auf deutschem Boden, den ich hier auf diesem Kanal behandelt habe, und das ist natürlich die Deutsche Meisterschaft in der offenen Klasse gewesen. Hier sieht es schon etwas besser aus, was meine Prognosen angeht. Meine Top 2 waren korrekt mit Dennis und Patrick. Aber mit dem dritten Platz, der es letztendlich geworden ist, mit dem hätte wahrscheinlich niemand gerechnet oder fast niemand. Und ich am allerwenigsten, das war nämlich Markus Schätzel, der es somit auf das Siegertreppchen geschafft hat. Wirklich eine sehr, sehr große Überraschung im positiven Sinne. Und ich freue mich zu sehen, wie Markus in der Saison 2024 abschneiden wird. Und mit Sebo und Albin hatte ich zwar grundsätzlich den richtigen Riecher gehabt, sie sind dann eben nur jeweils einen Platz nach unten gerutscht, dadurch, dass Markus so eine hervorragende Leistung abgeliefert hat. Insgesamt bedeutet das 60 Punkte für meine Wenigkeit und somit habe ich mein Ziel gerade so erfüllt bei der Deutschen Meisterschaft. Wettkampf Nummer 3 war der Shaw Classic oder Strongest Man on Earth, wie der Wettkampf der Profis mittlerweile heißt. Und hier habe ich auf eine Art sehr, sehr richtig gelegen, aber auf eine andere Art auch überhaupt nicht. Denn zwar meine Top 5 sind von den Namen her korrekt, aber ich habe keine einzige Platzierung richtig getippt. Im Prinzip gab es hier also 2 Überraschungen. Das war zum einen Brian, der deutlich besser performt hat, als ich ihm das zugetraut hätte. Ich habe ihn ursprünglich auf dem 4. Platz gesehen. Er hat den Wettkampf dann letztendlich sogar gewinnen können und damit seine Karriere wie mit einem Märchen beenden können. Also schöner kann man es sich wirklich nicht ausmalen. Er hat bei seinem letzten Wettkampf mit über 40 Jahren es nochmal der gesamten Weltelite allen Jungspunden gezeigt. Die Überraschung im negativen Sinne war hier für mich Trey Mitchell. Ich dachte zwar schon, dass er den Wettkampf nicht gewinnt, zum einen, weil das Line-Up diesmal stärker ist und zum anderen, weil ich dachte, dass ihm die Disziplinen nicht ganz so gut liegen. Ich hatte ihn hier ursprünglich auf dem 3. Platz gesehen, er ist aber dann letztendlich auf den 5. Platz abgestürzt. Und das tut natürlich sehr, sehr weh, wenn man als zweifacher verteidigender Champion in die Sache reingeht und dann letztendlich nur den 5. Platz macht. Mitch, Tom und Evan hatte ich zwar einigermaßen korrekt getroffen, aber wie gesagt, keine Platzierung war hier 100%ig korrekt getippt. Deswegen gibt es für mich letztendlich nur 50 Punkte und eine Bestrafungswiederholung mehr am Ende dieses Videos.
Weiter ging es mit einem anderen Giants Live-Wettkampf, und zwar diesmal mit dem World Open. Der erste Platz, der war so sicher wie das Amen in der Kirche. Also was Evan hier abgeliefert hat, das war wirklich eine der dominantesten Leistungen, die wir die ganze Saison über gesehen haben. Er musste letztendlich sogar in der letzten Disziplin nur einen Stein laden und hat dann trotzdem noch mit einigen Punkten Abstand gewonnen. Ansonsten waren meine Prognosen hier allerdings nicht übermäßig berauschend. Gavin Bilton hatte ich ganz, ganz groß unterschätzt. Ich hatte ihn ursprünglich auf dem 5. Platz gesehen, wurde dann doch letztendlich der 2. Er hatte natürlich den Heimvorteil dadurch, dass der Wettkampf in Wales stattfindet. Da hat man natürlich, wenn man auf heimischem Boden antritt, immer noch ein bisschen zusätzliche Motivation, wenn einen da die Fans anschreien aus seiner Heimatstadt, aus seiner Familie und so weiter und so fort. Aber trotzdem starker Wettkampf von Gavin. Leider ein sehr, sehr schwacher Wettkampf für Oleksiy. Wir wussten ja schon vom Shaw Classic, dass er nicht wirklich in Form war, aber dass er so außer Form war, das hätte ich nicht erwartet. Beim Deadlift hat er nur den Opener geschafft, bei der Dumbbell war er sogar letzter, und das war auf jeden Fall die korrekte Entscheidung, dass er sich da nach der zweiten Disziplin vom Wettkampf zurückgezogen hat, was natürlich aber auch meine ursprünglichen Prognosen sehr, sehr ad absurdum geführt hat. Mit Rob Kearney hatte ich genau richtig gelegen auf dem 4. Platz, und Shane Flowers hatte ich auch ungefähr korrekt eingeschätzt. Es wurde dann letztendlich doch nur der 3. hinter Gavin. Ich hatte ihn ursprünglich auf dem 2. gesehen. Und die Top 5 wurde abgerundet durch Luke Stoltman. Heißt für mich insgesamt 60 Punkte, Ziel gerade noch so erreicht. Und danach begeben wir uns wieder nach Deutschland. Da fand nämlich das D-Cup-Finale statt. Und das war sogar mein bestes Ergebnis der ganzen Saison rein punktemäßig mit 70 Punkten von 100. Top 5 waren von den Namen her alle richtig, und ich habe sogar 2 Positionen korrekt getippt mit Philipp Zorn auf dem 1. und Dennis Schäfer auf dem 4. Platz. Also so kann es gerne weitergehen, damit war ich durchaus sehr zufrieden. Auch die deutsche Meisterschaft für die Athleten unter 90 Kilogramm habe ich hier auf dem Kanal besprochen, da habe ich auch selbst teilgenommen. Meine Top 3, die war hier korrekt mit Szymon Peplinski auf der 1, Maximilian Wunderlich auf der 2 und Ari Cohen auf der 3. Und auch wie erwartet war es dann letztlich ein sehr knappes Battle zwischen den 2 klaren Favoriten Szymon und Maximilian. In diesem Fall hatte ich euch keine ganze Top 5 präsentiert, weil es dann irgendwann zu schwierig wurde für mich nach dem 4. Platz. Beim 4. Platz hatte ich dann ja auch daneben gelegen, und der 5. ist ja per Definition sowieso falsch, weil ich euch da keinen Athleten genannt hatte. Letztendlich hat es aber durch die korrekte Top 3 dann noch für 60 Punkte gereicht, also Ziel wiederum knapp erfüllt. Der vorletzte Wettkampf, den ich besprochen hatte, war auch der letzte Giants Live-Wettkampf des Jahres, oder zumindest der letzte Individualwettkampf. Und hier hatte ich zwar grundsätzlich den richtigen Riecher, aber wie so oft liegt der Teufel im Detail. Denn hier hatte ich nur eine Platzierung korrekt mit Pavlo Kordiaka auf dem 4. Platz. Zu meiner Verteidigung muss man aber auch sagen, dass sich mein ursprünglicher 5. Platz, nämlich Luke Richardson, kurz vor dem Wettkampf mit einer Bizepsverletzung zurückgezogen hatte. Und dementsprechend konnte ich ja per Definition gar keine 100% hier mehr erreichen. Stattdessen haben wir einen Luke gegen den anderen Luke getauscht, und Luke Stoltman hat den 5. Platz gemacht. Die Top 3 hatte ich von den Namen her zwar korrekt, aber die Reihenfolge eben nicht. Also ich hatte Hooper auf dem 1. Platz gesehen, der dann aber beim Sandbag Steeplechase einen schweren Fehler gemacht hatte und ab dem Punkt den Wettkampf realistischerweise eigentlich gar nicht mehr gewinnen konnte, und hat dann auch nicht mehr den höchsten Gang eingelegt, sondern eben nur noch das Nötigste gemacht, um dann letztendlich wieder auf dem Siegertreppchen zu landen, auf dem 3. Platz in seinem Fall. Stolz darauf bin ich, dass ich Matthew Ragg hier so weit oben gesehen hatte. Es wurde sogar letztendlich der 2. Platz und nicht nur der 3. Das war eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Leistung, und ich hoffe, dass er hier nächstes Jahr drauf aufbauen kann. Und die Nummer 1 ging dann letztendlich an Tom Stoltman. Das war natürlich auch super, dass er da den Wettkampf gewinnen konnte vor seinem Heimatpublikum in Schottland. Und die letzte Show des Jahres war das Rogue Invitational kurz nach den World Tour Finals. Und das hier ist für mich eine etwas frustrierende Situation, denn hier hatte ich wirklich die Chance gehabt, 100% abzuräumen, wenn nicht Trey Mitchell sich bei der zweiten Disziplin beim Iron Bull Sled Pull verletzt hätte und dann den Wettkampf abbrechen musste. Ansonsten alles korrekt, Mitch hat gewonnen, Tom war Zweiter, dann hatte ich ja Trey auf dem 3. Platz gesehen und Mateusz und Evan auf dem 4. bzw. 5. Die sind dann dementsprechend beide einen Platz hochgerutscht, und Bobby hat die Top 5 abgerundet. Wie gesagt, schade für mich, natürlich noch viel bedauerlicher für Trey, der wahrscheinlich einen Großteil der Saison 2024, wenn nicht sogar die ganze Saison 2024 verpassen wird. Insgesamt gab es also 60 Punkte hier für mich beim Rogue Invitational, und bei den World Tour Finals waren es sogar nur 50 Punkte, das heißt, Ziel verfehlt, eine zusätzliche Strafwiederholung. Und was ich mir hier vorgestellt hatte für meine Bestrafung,
ist, dass ich so ein bisschen das Lustige, jetzt hier die Bestrafung mit dem Nützlichen verbinden will. Und zwar habe ich ja den nächsten Wettkampf auf meiner Liste, das ist der German Viking, und eine der Disziplinen davon ist das Natural Stone Press Medley, wo ein Naturstein über Kopf gedrückt werden muss, oder genauer gesagt eine Reihe von Natursteinen. Das bin ich gerade am Trainieren, und jetzt habe ich mir hier für dieses Video einen 52 Kilogramm Stein rausgesucht. Den habe ich noch nie über Kopf gedrückt. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob das machbar ist. In der Theorie sollte es alles noch im Rahmen des Möglichen sein. Ich habe schon Steine in dieser Größenordnung auf mehrere Wiederholungen gedrückt, aber der ist von der Form her sehr, sehr breit. Also möglicherweise seht ihr hier auch gleich gar nicht 3 Wiederholungen mit dem Stein, sondern eine Nullnummer. In dem Fall habt ihr meine Erlaubnis, mich in den Kommentaren auszulachen, und wir sehen uns dann gleich im Gym. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir befinden uns jetzt gerade in meinem Home Gym, und ihr seht jetzt meinen ersten Versuch, diesen Stein, der noch hinter meinen Wurfmatten liegt, über Kopf zu drücken. Drückt mir die Daumen, wünscht mir viel Glück. So elegant wie ein Elefant im Porzellanladen. Also Folgendes. Das Schwierige bei diesen Steinen ist, irgendwo die Balance zu finden. Also ich habe es jetzt gesehen bei meinem Umsatz, wo ich mehrmals nachgreifen musste, weil er nicht hoch genug auf meiner Brust gesessen hatte. Und auch beim Drücken von der Kraft her geht's, aber das Gleichgewicht, da war nicht da, und ich habe einfach diesen Mittelpunkt nicht gefunden vom Stein. Also ich hatte erst gedacht, ich mache die 3 Wiederholungen direkt hintereinander, aber hier musste ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken und ein bisschen einsacken lassen. Also wir sehen uns gleich bei Wiederholung Nummer 2. So, Wiederholung Nummer 2 steht an, und übrigens, falls ihr euch gewundert habt mit meiner Abwurftechnik, das ist natürlich alles in gewisser Weise geplant, also es war jetzt ein bisschen unelegant. Im Wettkampf ist es so, dass man den Stein, wenn man ihn gedrückt hat, einfach runterschmeißen darf. Das will ich hier aber nicht machen. Also ich will meine Abwurfgeräte schonen, solange keine absolute Notwendigkeit besteht, dass ich sie einsetze. Jedenfalls, was ich jetzt gelernt habe, ist vom ersten Versuch, ich muss den Stein direkt sehr hoch auf die Brust setzen, und ich muss meine Drücktechnik auch ein bisschen verändern. Also das war jetzt der erste Stein, der wirklich breit ist. Die normalen, die ich vorher gedrückt habe, die waren ziemlich eng. Ich glaube, das liegt mir als generell eher schmalen Typen auch gut, weil ich dann relativ gerade hochdrücken kann. Aber hier, da muss ich weitergreifen. Das ist eine etwas anatomisch unvorteilhaftere Position. Jedenfalls, wie gesagt, zweiter Versuch. Ihr drückt mir wieder die Daumen bestimmt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, das lief doch schon viel besser. Also wie gesagt, ich weiß, dass dieser Abwurf absolut suboptimal ist. Die meisten würden mir erzählen, lassen einfach fallen, weiß ich, wäre sicherlich ungefährlich für mich, aber ich will meine Lockmatten nicht kaputt machen und meinen Boden erst recht nicht. Also Folgendes, ja, ihr habt jetzt die starke Verbesserung gesehen.
Das war bis jetzt immer der Fall, wenn ich Steine gedrückt habe. Nur bisher habe ich noch nie meinen ersten Versuch öffentlich gemacht. Also das hier war ein Novum. Umsatz war besser. Die Handposition beim Drücken war immer noch nicht ganz richtig. Und ich merke, wir sind jetzt langsam schon an dem Punkt, wo ein bisschen Blackout-Gefahr besteht, wenn das Zeug einem auf der Brust liegt. Das habe ich dann mittig beim Drücken, bei der Drückbewegung gemerkt. Oh shit, ne? Also es kann jetzt echt sein, dass du jetzt umfällst, weil du keine Luft mehr kriegst. Das ist die Gefährlichkeit beim Steinedrücken, aber ich finde, ich habe das Gewicht gut gewählt, voraussichtlich, denn ich glaube, mehr als ein paar Wiederholungen werde ich dann heute nicht mehr schaffen. Wir sehen uns gleich bei Nummer 3. Ui, was war das denn? Da sind wir ein bisschen abgerutscht, also nichts passiert, Daumen ein bisschen angekratzt, hier blutet es ein bisschen, da blutet es ein bisschen. Ja, die Konsequenz ist, dass ich werde den draußen trainieren, die Steine in Zukunft. Da habe ich so eine Art Beet voll mit Kies. Da kann ich die hoffentlich einfach drauf fallen lassen. Also, weil, wie gesagt, ist jetzt keine schwere Verletzung, tut ein bisschen weh, aber deswegen ist man ja Strongman geworden, nicht wahr? Aber ihr habt gesehen, wieder starke Verbesserung. Ich hatte jetzt, was war es, 4 oder 5 Wiederholungen damit gemacht. War jetzt bei der ersten Wiederholung absolut nicht auszudenken. Also ich bin einigermaßen froh für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen nur bedingt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder.